time stood still, just like a photograph. You made me feel like this will last forever. Looking in your eyes, I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, I don't know. Oh, promise that you hold me close, don't let me go. Take my heart, don't break it. Love me to my bone. Hallo, ich bin Nora. Seit ungefähr 9 Monaten lebe ich jetzt schon in Australien. Genauer gesagt in Caloundra. Das ist eine kleine Stadt an der Sunshine Coast. Es gefällt mir hier unglaublich gut und ich durfte so viele neue Erfahrungen sammeln. Nun geht es für mich bald jedoch auch schon wieder nach Deutschland und das hat mich zum Nachdenken gebracht. All diese Gedanken würde ich sehr gerne mit euch teilen. Oft hört man, dass sich Menschen im Ausland verändern. Aber ist das wirklich so? Grundsätzlich würde ich sagen ja, aber ich bin kein anderer Mensch geworden. Ich hatte einfach nur Zeit, mich selbst besser kennenzulernen, weiterzuentwickeln und herauszufinden, was ich wirklich möchte. Ein Hauptgrund dafür, dass ich ins Ausland gehen wollte, war der Wunsch nach etwas Neuem. Eine Pause vom Alltag. Ich konnte hier Dinge ausprobieren, die ich gerne zu Hause weiterführen möchte. Natürlich waren auch andere dabei, die einfach nichts für mich waren. Ich hatte Zeit nachzudenken und habe angefangen, viel mehr zu schätzen, was ich die ganze Zeit zu Hause schon hatte. Schon in den ersten Wochen habe ich gemerkt, der Alltag hier fühlt sich anders an. Nicht unbedingt einfacher, aber freier. Ich habe aufgehört, aufs Wochenende zu warten und angefangen, jeden Moment bewusst zu genießen. Das Schulsystem hier ist ganz anders, als ich es vorher kannte. Der Fokus liegt viel mehr auf Individualität. Schon bei der Fächerwahl kann man deutliche Unterschiede sehen. Natürlich gibt es Standardfächer wie Mathe, Bio oder Englisch. Aber es gibt eben auch Fächer wie Marine Science, Design, Childcare oder Woodwork. Schüler können ihre Fächer selbst wählen. Und sie können eben wählen, was sie wirklich interessiert. Wer schon eine Idee für die Zukunft hat, kann seine Fächer danach ausrichten. Interessen ändern sich natürlich auch. Das ist total normal. Daher wird es relativ einfach gemacht, seine Fächer zu wechseln. Besonders für internationale Schüler wird eine Menge möglich gemacht, sodass wir uns bestmöglich ausprobieren können. Ein Vorteil an einem Auslandsjahr sind auch die vielen neuen Freundschaften, die man knüpft. Ich konnte in meiner Zeit sowohl mich mit Australien als auch mit Menschen von überall auf der Welt anfreunden und wir haben Freundschaften geknüpft, die hoffentlich noch ganz lange bestehen bleiben. Überall auf der Welt Menschen zu kennen, ist ein unglaublich schönes Gefühl. Ich freue mich schon so sehr, sie irgendwann wiederzusehen und vielleicht in ihrem Land besuchen zu können. Aber auch das musste erst entstehen. Dafür musste ich lernen, auf Menschen zuzugehen, aus meiner Komfortzone rauszukommen und offener zu sein. All das sind Charaktereigenschaften, die mir noch oft in meinem Leben helfen werden. Das australische Lebensgefühl bedeutet für mich, aus meiner Komfortzone rauszukommen, mich aber trotzdem wohlzufühlen. Vielmehr Dinge aus Freude zu machen und nicht mehr nur noch aus Druck. Ich habe gelernt, viel dankbarer zu sein. Für all die kleinen Momente, die neuen Erfahrungen und die Menschen, die ich sonst niemals hätte kennenlernen können. Diese 9 Monate haben mir nicht nur einen neuen Ort gezeigt, sondern eine ganz neue Art zu denken. Ich habe angefangen, das Leben viel bewusster zu leben und genau das möchte ich zu Hause weiterführen. Ich bin hierher gekommen, um mein Schuljahr im Ausland zu machen, dem gewohnten Alltag zu entfliehen und etwas Neues zu erleben. Mit nach Hause nehme ich aber so viel mehr. All this time